und herzlich willkommen zur Meet Around the World Show. Heute vom Eco Alberto Park, da südlich von Ixmiquilpan, der Grand Canyon. Und auch mit Sonnenschein. Wir wollten eigentlich gestern filmen, aber das ist ins Wasser gefallen. Wow, das hat ein Gewitter gegeben, unglaublich. Im Sommer ist da in Mexiko, in grossen Teilen Mexiko, Regenzeit und es schifft also ziemlich jeden Tag, genau. Und manchmal sehr heftig. Und der Fluss da hinten, der hat gestern schnell die letzten 2 Städte da oben gerade schnell sauber gemacht und alles putzt. Da ist Zeug aber gekommen. Unglaublich. Ist nicht schön. Ja. Anyway, heute genau, ist wieder schön und das nächste Gewitter wartet. In der heutigen Show nehmen wir euch mit nach Tequila, Guadalajara und Atotonilco im Stadt Jalisco, Mexiko. Genau. Wir gehen 2 Destillerien anschauen, die das Tequila machen. Eine in Tequila, der José Cuerva, riesengroße. Und die andere in Atotonilco, die heisst Siete Leguas. Super Führung, super Tequila, absolut der Hammer. Seht ihr im Video. Und wir sind auf Guadalajara gegangen und wir sind in Ezatlan und wir haben die Heckscheibe vom Auto kaputt gemacht und wieder geflickt. Ja, genau. Und wir haben noch eine kleine Überraschung im Video. Okay. Und was legen wir heute auf den Grill? Auf dem Grill, auf den Grill kommt Lammkotelett, kommen heute auf den Grill und wir haben eine spanische Tortilla mit Salat. Okay. Lassen wir los. Genau, fangen wir an zu grillieren. Los geht's. Bis später. Mi Sonja las tripas. Okay. Machen wir die Lammkotelett auf den Grill. Psch. Oh. Love it. Gut, ciao. So, ich will dir helfen. Komm zu mir. Du kannst heben. So. Du musst sie heben. So. Fest zuheben. Fest zu. Und jetzt auf den Grill. Oh, du bist dann gut. Fest zumachen. So. Jetzt drücken. Wow. Du bist dann gut. Das noch und das noch. He? Da vorne musst du heben. Du musst da vorne heben. So, gut. Und auf den Grill. Bravo! Alright. Very good. Okay. Marinade ganz einfach. Worcestershire Sauce, Senf, Salz, Pfeffer, Rosmarin und was haben wir noch tun? Ja, das ist so ziemlich alles, Knoblauch, genau. Und am Schluss, gerade bevor wir fertig sind, tun wir noch ein bisschen Honig drüber und karamellisieren. Wunderbar. Alright. Dann gehen wir jetzt auf Tequila. Viel Spaß beim Video. Nein, erst nehmen wir einen Aperitif mit logisch. unserem Lieblingstequila. Siete Leguas, logisch. Añejo, Genau, mit also Grapefruit. in einem Becher. Lime und einen guten Schuss Tequila. Also, zum Wohl miteinander. Viel Cheers! Spaß im Viel Spaß, Tequila. Tequila! Here! Frage ist, the question is, what's new? You guessed it, my hat. I bought a new hat in Guadalajara. Oh, and this drone. Genau. Okay, this is the first flight, der erste Flug.
Super cool. Yeah, we're gonna get you lemonade. Yeah. Cheers! We're in tequila. Tequila, was für ein geschäftiges, farbenfrohes und touristisches Städtchen. Immer und überall untermalt mit schöner Mariachi-Musik. Zum Trinken gibt's Tequila in allen Variationen und nebst dem Essen in den vielen guten Restaurants ist natürlich eine Führung durch eine der zahlreichen Destillerien die Hauptbeschäftigung für uns Touristen. Wir entschieden uns für eine Tour durch die José Cuerva Fabrik direkt am Hauptplatz. Viel Spaß beim Rundgang! Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Die José Cuerva Tour ist ein schöner Rundgang durch die Gebäude und Räumlichkeiten, wo ihr Tequila gemacht und gelagert wird. Wir erzählen euch später im Video und bei unserer zweiten Tequila-Fabrikführung mehr über wie Tequila gemacht wird. Gracias. Wir genossen diesen Nachmittag in Tequila in vollen Zügen. Das Wetter war super, die Stimmung bombastisch und die Führung war interessant. Wir fuhren entlang der vielen Agavefelden zurück zu unserem Campingplatz, Delia's RV Park in Ezatlan. Hier verbrachten wir eine ganze Woche.
Zoe hatte viel Spaß mit den Samenhühnern, Entern und Pferde. Die Besitzerfamilie war super nett und wir hatten sogar einen Pool. Dieses Stück Feuerholz, welches wir dummerweise hier aufbewahrt haben, hat uns, als wir über eine der zahlreichen Tourpes, Straßenberuhigen, gefahren sind, die Heckscheibe zerschlagen. Aber wir hatten Glück, denn unweit vom Campingplatz gab es Hilfe. Die Scheibe wurde uns an einem Sonntagmittag innerhalb 2 Stunden ausgewechselt und am folgenden Tag wieder getönt. Und sieht wieder aus wie neu. Super Job! Richie machte gleich noch einen Ölwechsel und somit sollte wieder alles parat für die nächsten 5000 Meilen sein. Ezertland war nicht nur der perfekte Ort, um die Region um Tequila zu erkunden, sondern bot auch alles und noch viel mehr, was man zum Leben braucht. Gemüse und Fleisch. Viel Fleisch. Manchmal gingen wir auch auswärts essen, so zum Beispiel mit unseren neuen Freunden Paul und Kevin. Streetfood Tacos und zum Dessert ging's an eine Geburtstagsparty. Wir schauten uns auch die umliegenden Dörfer an, wie zum Beispiel Magdalena oder Okinawa. In letzterem scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, und wir waren dort, um uns die erst vor 7 Jahren entdeckten Ruinen einer verschwundenen Gesellschaft anzuschauen. Richie kaufte frisches Fleisch und Zoe freute sich am lokalen Spielplatz.
Unsere Zeit in Edzardland ging zu Ende und wir fuhren weiter. Weiter nach Guadalajara, die zweitgrößte Stadt Mexikos. Unser erster Stopp war das Café La Paloma. Wir hatten die Wirtin Belén ein paar Wochen zuvor an einem Strand auf der Baja kennengelernt und statteten ihr einen Überraschungsbesuch ab. Es war herzlich und das Essen hervorragend. Vielen Dank, Belén. Guadalajara, obwohl eine sehr große Stadt, fühlte sich irgendwie kleiner an. Wir konnten mitten in der Stadt gratis unseren Camper parkieren und zu Fuß das Stadtzentrum anschauen. Die Stimmung war relaxed und die Einkaufsmöglichkeiten endlos. Und wenn wir es gerade davon haben, hier befindet sich der größte Indoor-Markt der Welt. Wir konnten nicht widerstehen. Und Richie hat sich nochmals einen Hut gekauft. Eine Spezialität von hier ist Carne in su jugo. Empfehlenswert. Und auch sonst kam das leibliche Wohl nicht zu kurz. Unser Campingplatz für die 2 Tage war ein bewagter Parkplatz mitten in der Stadt. Funktioniert super auch in anderen Städten und ist nicht mal teuer. 2 wichtige Dinge mussten wir noch erledigen. Zum einen neue englischsprachige Bücher für Zoe besorgen und zum anderen Richies abgestürzte Drohne ersetzen. Da war jemand happy. Nach all diesen städtischen Reizen ging's wieder aufs Land zu Charlie, ein Schweizer, der seit 30 Jahren hier in Mexiko lebt und sich ein Restaurant mit Gästehäusern und Campingplatz aufgebaut hat. Wir blieben eine ganze Woche, testeten die Drohne auf Herz und Nieren und feierten meinen Geburtstag.
Wir fühlten uns sehr wohl bei Charlie, lernten viele andere Schweizer kennen und können sein Restaurant sehr empfehlen. Er hat uns auch eine exklusive Tequila-Fabrik-Tour organisiert, bei Siete Leguas. Tequila wird aus dem Herz der blauen Agave hergestellt. Die Piñas, wie sie genannt werden, kommen nach der Ernte für 2 Tage in den Ofen, wo sie mit Wasserdampf weich gekocht werden. Danach wird alles in dieser Fabrik noch auf traditionelle Weise mit Maultieren zerkleinert und zermanscht. Die Tour war sehr persönlich und detailliert. Nach dem Familienalbum ging es weiter zum Fermentierungsprozess und dem Brennvorgang. Und nach 2 Brennvorgängen wurde daraus Tequila. Und wir durften schon ein erstes Mal kosten. Dann ging sein Haus weiter, wo wir vom Juniorchef persönlich empfangen wurden. Er erklärte uns alles über das Lagern und die 4 Sorten Tequila, die hier hergestellt werden: Blanco, Reposado, Añejo und Extra Añejo. Und für spezielle Anlässe gibt's noch den Single Barrel Tequila. Wir konnten alles ausprobieren und erkoren den Añejo zu unserem Lieblingstequila und kauften natürlich eine Flasche davon. Die Führung war absolute Spitze und einmalig. Vielen Dank Siete Leguas in Atotonilco. Und nach all dem Alkohol mussten wir mal richtig was essen. Oh, die feinen Lammkoteletts. Oh Und ja. spanische Tortilla dazu. Das ist ein Rezept von Tante Gitti, oder? In Spanien. Genau. Ja. Meine Tante Gitti hat mir gezeigt, wie man spanische Tortilla macht. Ganz einfach. Herdäpfel, Würfel, Zwiebeln. Dann ganz langsam auf kleinem Feuer schön weich bröteln. Und dann mit viel Olivenöl. Und nachher etwa 6-7 Eier aufschlagen, mit Rahm mischen. Und dann alles zusammen, wenn es weich gekocht ist, zusammen tun in einem Ding. Wieder in die Pfanne rein mit heißem Olivenöl. Und dann schön braun backen. Einmal drehen, dass sie schön braun ist aussen, wunderbar. Und dann kann man sie essen, heute, morgen, egal. Am besten lauwarm und mit Salat und mit Lammkotelett. Absoluter Knaller. Zum Glück hat es gestern geregnet. Ja, genau. Dann ist sie noch besser heute. Ja, genau. Ja, genau. Wow, schau mal da. So ist es schon dran. Ja, ich liebe Lammkotelett. Ja. Das ist eines von meinen absoluten Lieblingsstücken. Genau. Ja, so. Okay, Tequila ist ein Hit gewesen. Jalisco sowieso. Ja. Und ja, jetzt sind wir schon zu Hidalgo. Und dazwischen war noch Guanajuato gewesen. Dann haben wir irgendwelche Neuigkeiten. Neuigkeiten, ja, ich weiß nicht. Drohne ist neu. Gute Freude.
Und was ist noch neu? Die Heckscheibe vom Auto. Genau. Und dass wir in etwa 5-6 Wochen schon wieder ein neues Land suchen. Wir müssen schon wieder weiterziehen. 6 Monate sind schon bald abgelaufen hier in Mexiko. Die Zeit läuft unheimlich schnell. Genau. Wir wollen keine Verlängerung haben. Nein, wir machen keine Visa-Verlängerung. Zu gefährlich. Genau. Ja, und genau, was ist im nächsten Video? Ja, in der nächsten Show gehen wir nach Guanajuato Genau. und besuchen Freunde, die wir in La Paz kennengelernt haben, und schauen uns die Hotspots an. Genau, das ist das nächste Video. Und dann das übernächste ist dann von Hidalgo, von da. Ja, Da ist alles wunderbar Super grün, Gegend, hat Berge, Flüsse, viele heiße Quellen. Und ja, genau, wir bleiben noch ein bisschen da. Genau, also, das wäre es, glaube ich, schon. Oder? ja, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. We'll meet you around the world. Meet you around the world. Alright, Tschüss. bye bye. Sagst ciao, Zoe. Tschüss. Wow, die Lammgottlet sind der Hammer. Wirklich gut. Also wirklich, wirklich gut. Ja, so gut. Zart. Mm.